Sie müssen sich haben. Hiermit sind Sie verhaftet. Alles, was Sie sagen kann und wird für Gericht gegen Sie verwendet. Der 18-Jährige wurde festgenommen und befindet sich vorübergehend in Untersuchungshaft und stellt somit keine Gefahr mehr für die Gesellschaft dar. Er wird dem Richter in 4 Tagen vorgestellt. Also ich persönlich glaube nichts von dem Scheiß. Ich kenne meinen Freund und ich weiß, dass er sowas niemals machen würde. Und warum? Weil er einfach nicht so ein Mensch ist. Das passt nicht zusammen. Er würde sowas nicht machen. Vertraut mir. Aber was wenn schon? Was, wenn er diese Seite an sich einfach vor Ihnen verheimlicht hat? Sowas kann man über 10 Jahre Freundschaft nicht verheimlichen. Wir haben jeden Tag alles zusammen gemacht. Dann ist irgendwann dieser Ben eingezogen. Das Mordopfer? Ja, wenn man es so sehen will, schon. Ich war dabei, als sie sich kennengelernt haben. Das Video einfach in die Gruppe. Aber wieso? Also das geht nicht einfach so. Doch, einfach so. Ja, ganz kurz. Ah, hallo. Sie sollten der neue Nachbar sein. Richtig. Ja dann, schön Sie kennenzulernen. Also, ich bin Tom und Sie müssten der Herr Maboroshi sein. Guten Tag, Herr Maboroshi. Korrekt. Aber sagen Sie doch Ben. Gerne. Und sonst brauchen Sie Hilfe. Scheint ja ziemlich viel Gepäck zu sein. Nun ja, ich schätze, eine helfende Hand würde nicht schaden, ne? Also, Box gleich hier reinbringen? Ja, bitte. Gerne. Nein, danke. Ich habe genug Hilfe. Einfach weiter. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass er sich komisch verhält. Inwiefern? Naja, mir ist tatsächlich Ähnliches passiert. Ich bin ihm auch begegnet. Oh! Hallo Herr Maboroshi. Endlich haben wir die Chance, uns persönlich zu begegnen. Haben Sie meinen Geschenkekorb erhalten? Ja, das habe ich durchaus. Die Früchte schmeckten äußerst, nun, wie sagt man in Ihrer Sprache, grässlich. Ja. Nun gut, dann merke ich es mir fürs nächste Mal. Aber wie wohnt es sich hier? Ich hörte, Sie lebten bis vor kurzer Zeit noch in Japan. Ich muss gehen. Eine äußerst bizarre Person. Die es dennoch nicht verdient hat, ermordet zu werden. Glauben Sie, dass Herr Maboroshi möglicherweise eine psychische Kondition hatte? Ich bin ihm auch abermals begegnet und muss gestehen, dass er sich nicht sonderlich gewöhnlich verhielt. Durchaus. Ich habe anhand einiger ungewöhnlicher Verhaltensmuster mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit Asperger-Autismus feststellen können. Typische Merkmale dafür wären zum Beispiel keine Empathie, das Fehlen von einigen Gestiken wie Mimiken, das Verweigern von Blick sowie Körperkontakt und nicht zu vergessen einen extrem hohen Intelligenzenquotient. Aber dann kann man ihn sein Verhalten ja nicht übel nehmen. Aber ja, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Oh, hallo, Herr Maboroshi. Wie geht es Ihnen? Adäquat. Dankeschön. Ich habe gehört, Sie seien Mathematiker. Erklärt das Ihre Notizen dort? Ja, durchaus. Ich habe hier ein kleines mathematisches Problem. Doch Sie werden früher oder später noch davon erfahren, Herr Wissenschaftler. Guten Tag. Sehen Sie doch, das alles macht es nur noch tragischer.
Ihr Freund hat nicht nur einen Unschuldigen, sondern auch noch einen psychisch Eingeschränkten umgebracht. Darum war das nicht. Er würde sowas Krankes niemals machen. Dafür kenne ich ihn so gut. Sie hassen ihn doch nur, weil er aus ihrer scheiß Kirche ausgezogen ist. Wagen Sie es ja nicht, die Kirche oder Gott zu verspotten. Alle Beweise sprechen gegen seine Unschuld. Schon als Kind ist er mit seinen Eltern in meine Predigten gekommen, bis er es vor ein paar Wochen nicht mehr getan hat. Wer ist das? Könnten Sie bitte die Tür öffnen? Ich habe mir die Freiheit genommen, unseren lieben Herrn Professor zu bemerken. Das ist ja wahrscheinlich. Sehr schön. Kommen Sie rein. Danke. Konnichiwa, meine Freunde. Ich hoffe, es geht allen Gut. schön, Sie wiederzusehen. Hi. Hallo. Hallo, Herr Professor. Lass uns doch ins Wohnzimmer gehen. Gute Idee. Na, wie war's denn im Land der aufgehenden Sonne? Oh, Japan war wunderbar. Die Landschaft war so idyllisch und die Flora und Fauna war geprägt von majestätischen Tieren und wunderbaren Blüten. Und diese Leute, sie waren so nett. Aber es ist natürlich auch wieder gut hier zu sein. Jedoch nicht unter diesen Umständen. Der Herr Doktor hat mir alles gesimst. Und was haben Sie gedacht? Ich glaube, Sie müssen auch schockiert gewesen sein. Oh, zutiefst. Ich kann es irgendwie nicht glauben, dass man so lange mit einer Person unter einem Dach wohnt und dann so etwas passiert. Wann wurde er denn dem Richter vorgeführt? Das muss, glaube ich, vor 4 Tagen gewesen sein. Was hat er denn nochmal ausgesagt? Moment, ich kann es euch vorlesen. In dem Gerichtssaal befinden sich der Richter auf seinem Platz, die Geschworenen auf der Seite und der Staatsanwalt auf der Seite des Staates. Und auf der anderen Seite befindet sich Thomas Trettler. Ich habe mein Urteil getroffen. Was sagen denn die Geschworenen? Euer Ehren, wir haben uns auch auf schuldig geeinigt. Haben Sie noch etwas anzumerken, Herr Trettler? Ja, Herr Oberrichterhofer. Ich habe keinen freien Willen. Moment, habt ihr freie Wille gesagt? Zufälligerweise hielt ich erst gestern Abend ein Seminar über den freien Willen. Ihr wisst ja, ich bin Philosoph und in Japan habe ich mich oft damit auseinandergesetzt. Dort gibt es auch eine alte Weisheit. Kaji wa Kaji no Kokoro. Das heißt so viel wie, auch ein Feuer hat sein eigenes Herz. Somit hätte auch ein Mensch ein freier Wille. Und was verstehen Sie unter freiem Willen? Für mich ist die Willensfreiheit, wenn man sich unter bestimmten Wahl- und Handlungsmöglichkeiten nach eigenem Belieben ohne äußere Zwänge entscheiden kann. Diese äußeren Zwänge könnten irgendwelche göttlichen Kräfte oder Naturgesetze sein. Und somit wäre nach meiner Auffassung nach der Determinismus nicht mit dem freien Willen vereinbar. Moment, ich verstehe kein Wort. Was ist jetzt dieser Determinismus? Also das ist, wenn die Zukunft als auch die Vergangenheit vorherbestimmt ist. Schwachsinn. Glauben Sie nicht vielleicht, dass Ihre Auffassung Schwachsinn sein könnte? Freie Wille ist die Bedingung für das Böse. Oder glauben Sie etwa, dass Gott möchte, dass manche Menschen der Sünde verfallen? Ich glaube gar nicht an Gott, aber vielen Dank für Ihre Erklärung. Ich zeige Ihnen eine richtige. Wären Sie so lieb und würden Sie mir diesen Stift wiedergeben? Nein, ich entscheide mich freiwillig, den Stift nicht aufzuheben. Wollen Sie mir nicht beweisen, dass Sie die Freiheit besitzen, den Stift aufzuheben? Sehr gerne. Habe ich schon gedacht. Aber Sie wissen, die Hand bewegt den Stift, die vom Menschen bewegt wird. Der Mensch ist allerdings ein Beweger, der von keinem anderen bewegt wird. Ach, hören Sie auf mit Ihren poetischen Absurditäten. Das Gehirn bewegt den Menschen und dies könnte man ewig weiterführen. Wenn ich den Stift jetzt loslasse, wird er dann fallen? Ja, Und warum? wegen der Gravitation. Wegen der Gravitation. So wie der Stift den Naturgesetzen, dem Determinismus, in diesem Fall der Schwerkraft, unterworfen ist, so sind es wir Menschen auch.
Die Naturgesetze wirken genauso auf uns, wie sie es auf den Stift auch tun. Warum sollten sie auch nicht? Also, ich glaube im Wissenschaftskram ja schon und so, aber ich denke trotzdem, dass ich mir meinen Willen frei bilden kann. Somit wäre aber dein Wille nicht im Einklang mit deinem Handeln. Und so hättest du dann eine Willensfreiheit, aber keine Handlungsfreiheit. Das heißt also zum Beispiel, ich will meinen Freund aus dem Gefängnis holen, aber ich besitze nicht die Freiheit dazu. Ja, korrekt. Genau. Und das kann auch auf die Menschen übertragen werden. Der Mensch ist an den freien Willen gebunden. Das seht ihr doch alle ein, oder? Ja. Hallo Tom, Hallo. setz dich doch gerne. Und, wie geht es dir heute? Liegt dir irgendwas auf dem Herzen? Ich weiß nicht. Ich fühle mich meinem eigenen Körper fern. Inwiefern? Ich weiß nicht. Ich habe Blackouts. Ich weiß nicht warum und wann ich mit einer Aufgabe anfange. Als wärst du nicht Herr deines eigenen Körpers? Entschuldigung, Herr Doktor. Ich muss gehen. Es ist dringend. Ja, dann auf Wiedersehen. Herr Doktor, alles in Ordnung? Oh, ja, entschuldigen Sie mich bitte. Sie sind doch Neurowissenschaftler, nicht wahr? Richtig. Dann erlauben Sie mir eine Frage. Ist es möglich, mit den richtigen Reizen und Bedingungen den Verstand eines menschlichen Individuums zu kontrollieren, zu manipulieren und sogar vorherzubestimmen? In der Theorie ist dies schon möglich, aber jetzt im echten Leben praktisch, menschlich gesehen, kaum umsetzbar. Es gibt einfach viel zu viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Warum? Aber rein theoretisch ist es möglich. In der Theorie ja. Okay. Ich denke, wir sollten uns alle mehr mit Herrn Maboroshi auseinandersetzen. Er spielt eine deutlich wichtigere Rolle, als wir alle denken. Moment. Habt ihr Maboroshi gesagt? Maboroshi bedeutet Illusion auf Japanisch. Interessant. Illusion. Wir brauchen jede Information über Herrn Maboroshi, die wir kriegen können. Ist irgendjemandem von Ihnen noch etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Frau Pfarrerin, haben Sie uns etwas zu sagen? Es ist falsch, einen Mörder zu verteidigen. Ach, hören Sie doch endlich jetzt auf mit Ihrem Scheißgelaber. Frau Pfarrerin, du hast uns bestimmt etwas zu sagen. Und du hast bestimmt auch deine Gründe, uns nichts zu sagen, aber du musst verstehen, dass wenn du es uns sagst, können wir die Situation viel besser einschätzen. Einverstanden. Das war vor 8 Tagen. Am Abend des Mordes.
mehr davon hören, geschweige denn noch sehen. Herr Wissenschaftler, wären Sie so freundlich? Schön, dass du gekommen bist. Klar. Kein Problem. Was gibt's? Wer die Macht hat, Menschen glauben zu lassen, sie haben keinen Willen, hat die Macht, Menschen zu kontrollieren! Tu es! Befreie dich von deinen Ketten! Ich will nicht! Tu es, na los! Gott ist dir gnädig! Aber tu es! Die einzige Möglichkeit, wie du dich befreien kannst, ist, indem du mich niederstreckst. Der Knecht knechtet den Knechter. Tu es! Tu es! Befreie dich, na los! Befreie dich, tu es!